Moin Leute, ja, der Monat Januar ist auch schon wieder um. Das heißt, es gibt wieder eine neue Ausgabe von Komplimente Parfums des Monats. In dem Fall stelle ich euch also die Düfte vor, auf die ich im Januar angesprochen wurde. Und wir legen direkt mit dem ersten Kandidaten los, nämlich mit Side Effect von der Marke Initio. Zu diesem Duft habe ich auch schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das blende ich euch einmal hier oben rechts ein. Schaut da gerne mal vorbei. Da habe ich unter anderem auch die Problematik mit dem Flakon angesprochen. Ja, dementsprechend werde ich mich heute auch etwas kürzer fassen. Für mich ist Side Effect mit Abstand das tollste Parfum der Marke Initio. Für mich steht hier vor allem der Rum im Vordergrund. Also es ist schon ein recht alkoholisches Parfum. Die Note bleibt im Prinzip auch den ganzen Duftverlauf über präsent. Safran, Zimt und Vanille geben dem Duft dann auch noch so einen leicht würzig-orientalischen Einschlag. Der Duft ist generell auch etwas süßer, also das muss man tendenziell natürlich auch mögen. Und durch Tabak bekommen wir auch eine schöne rauchige Note. Es ist wirklich eine DNA, die unfassbar gut im Umfeld ankommt. Also ich werde wirklich häufig angesprochen, wenn ich Side Effect trage. Die Haltbarkeit ist super, der Duft hält Ewigkeiten, also Minimum 12 Stunden plus. Und auch die Sillage ist intensiv, also ihr habt eine entsprechend große Aura um euch herum. Dann machen wir direkt mit Imagination von Louis Vuitton weiter. Diesen Duft habe ich tatsächlich mal wieder herausgekramt und in letzter Zeit auch öfter getragen, da Imagination auf meiner Haut zumindest immer für gute Laune sorgt. Es ist ein frischer Teeduft, ich denke, so kann man das ganz gut ausdrücken. Die Kopfnote ist wirklich sehr frisch und zitrisch. Hier haben wir nämlich Bergamotte, Orange und Zitronat-Zitrone. Und im Duftverlauf wird der Duft dann immer weicher, fast schon cremig. Hier kommt nämlich immer mehr die schwarze Teenote heraus und der Drydown ist richtig schön holzig. Die Haltbarkeit ist super, vor allem für diese Art von Duft-DNA. Auf meiner Haut hält der Duft circa 10 Stunden, also das ist wirklich top. Und die Sillage ist in den ersten 3 bis 4 Stunden auch wirklich sehr intensiv. Also wirklich ein toller Duft, der sich meiner Meinung nach sowieso auch das ganze Jahr über eignet. Weiter geht es mit Attracton Musk von der Marke Ramon Monegal. Und das ist so ein spezieller und anscheinend auch sehr kontroverser Duft, denn noch für kein Parfum habe ich innerhalb so kurzer Zeit so viele Komplimente bekommen. Auf der anderen Seite gab es aber bisher noch kein Parfum, für das ich so viele negative Dinge zu hören bekommen habe. Also wirklich sehr speziell. Hier handelt es sich um einen Moschusduft, vor allem um einen animalischen Moschusduft. Und diese Note ist auch wirklich sehr speziell und um nicht zu sagen, riecht das Ganze tatsächlich auch für eine gewisse Zeit etwas nach Urin und nach Pissoir. Also das muss man einfach so sagen. Vor allem war das tatsächlich auch so im O-Ton, ja, das Feedback der Leute, die diesen Duft eben weniger toll fanden. Das Ganze liegt meiner Meinung nach vor allem an der Kopfnote, denn hier haben wir eine wirklich sehr intensive Kreuzkümmelnote. Und es kann unter anderem auch an den ozonischen Noten liegen, da vielleicht auch Amber enthalten sein wird und je nachdem, welche Art von Amber verwendet wird, kann das auch so in diese Richtung gehen. Das Ganze wandelt sich dann aber in einen richtig tollen, blumigen, frische Wäsche-Moschusduft, der im Drydown durch Himbeere auch noch eine tolle Fruchtsüße hinzubekommt und dann auch durch Sandelholz richtig schön weich und cremig wird. Und das, was diesen Duft für andere Leute anscheinend so besonders und außergewöhnlich macht, ist die Duftaura. Also es wirkt fast schon so molekülartig. Die Leute haben sich umgedreht, haben mich gefragt, ob ich das bin, der so gut riecht und was ich denn trage. Also no joke, wirklich sehr speziell. Aber ich sage auch nochmal an dieser Stelle, es ist absolut nichts für einen Blind Buy. Ich werde aber auch in absehbarer Zeit nochmal ein ausführliches Review dazu machen, vielleicht aber nochmal kurz etwas zu der Haltbarkeit, denn auch dies außergewöhnlich. Der Duft hält mindestens einen Tag und man hat auch einen Ölfilm auf der Haut, also entsprechend hoch wird der Duft auch konzentriert sein. Zu guter Letzt kommen wir einmal zu Tonka Cola von der Marke Mancera. Auch da habe ich schon mal ein ausführliches Review gemacht, das blende ich euch hier oben rechts ein, also schaut da gerne mal vorbei. Ja, für mich riecht Tonka Cola wie eine weniger süße Dr. Pepper, gemixt mit einer Mezzomix, Schwipschwapp, wie auch immer. Also hier bekommen wir auf jeden Fall Cola-Vibes mit einer leichten Kirschnote. Die Basis ist hier ganz klar die Patchouli-Basis. Ja, wer auch Rogers Enigma mag, könnte es mal mit Tonka Cola ausprobieren. Die Düfte sind sich zwar nicht super ähnlich, gehen aber tatsächlich so in etwa in dieselbe Richtung.
Es ist eine DNA, die wirklich immer sehr gut im Umfeld ankommt. Man hat halt so eine sprudelige Aura um sich herum, also wirklich toll. Die Haltbarkeit ist mit 9 bis 10 Stunden richtig gut und auch die Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Ja, dann bin ich auch durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, für welchen Duft du in letzter Zeit Komplimente bekommen hast. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter. Bis demnächst.